Heute mal Fliesen. Also jetzt nicht Fliesen, sondern also Fliesen schon, aber ich zeige euch mal in Granit, normale handelsübliche Fliese und das große, wo ich gerade in der Hand hatte, hier unten, Feinsteinzeug. Da probieren wir die Lochfräsenbohrer. Auf Deutsch gesagt Diamantbohrkronen. Ich tue selber Kernlochbohrungen machen und weiß nicht, dass es Bohrkrone heißt. Die sind schon benutzt. Mein Vermieter hat dieses Paket mal gekauft von Amboss. Ich verlinke es euch unten. Er ist sehr zufrieden damit. Er hat ein Haus jetzt umgebaut, kernsaniert und hat einige Löcher gefräst, gebohrt. Er ist sehr zufrieden damit. Er hat mir auch einen Tipp gegeben, was er gemacht hat. Er hat, wenn jetzt zum Beispiel Dosen sind, wo die Größe zum Beispiel nicht unbedingt passt, also sehr genau gebohrt, hat dann eine Nummer kleiner genommen und hat dann noch ausgefräst. Heißt, ja, größer geschliffen. Soll auch gut funktionieren mit den Dingern und wir werden es testen. Aber zuerst, wenn wir die Krone drauf machen, nehmen wir alles weg von der Flex. Das heißt, die zwei Ringe, die die Scheibe festhalten, also der obere und der untere, die Auflage für die Flexscheiben, Fächerscheibe, Winkelschleiferscheiben. Ja, und dann machen wir eine Krone mal drauf. Es geht recht einfach. Wir nehmen sie, drehen die einmal drauf und dann ist sie auch schon fest und durch die Rotation vom Winkelschleifer zieht die sich automatisch fest. Heißt, eigentlich anziehen müssen wir nicht, ein bisschen machen wir es trotzdem. Nicht, dass die nachher einen Schlag kriegt, nicht richtig fest ist und dann sitzt die Bomben fest. Also ziehen wir es ein bisschen an und dann können wir eigentlich schon loslegen. Wir machen jetzt das erste Loch und wo wir drauf achten müssen, ist nicht, dass wir senkrecht eintauchen, sondern leicht schräg und dann anfangen zu kreisen. Und das machen wir während der ganzen Arbeit, damit wir nicht die volle Fläche nach unten fräsen, sondern immer ein Stück. Also immer kreisen. Und ich habe noch ein kurzes Zwischenwort zu diesen Kernbohrern. Ich habe mit dem Produktmanager telefoniert und da war einer aus China da, wo die damals hatten. Also das hier ist Top-Qualität. Andere Hersteller haben die auch. Und ja, Profis arbeiten damit. Wenn ihr allerdings die ansetzt und so bewegt, ist zu langsam. Am besten so. Soll besser sein, habe ich gehört. So, das war eigentlich mein erstes Loch, muss ich jetzt euch zugeben, mit der Flex, mit so einer Krone. Ich bin leicht schräg hier rein, aber das Loch kann sich definitiv sehen lassen. Jetzt habt ihr aber gemerkt, es staubt sehr. Und da habe ich im Internet einen Trick gesehen, den zeige ich euch jetzt. Und zwar nehmt ihr einen stinknormalen Schwamm, macht die Flex an und fahrt einmal rein. Also so habe ich es gesehen. Klar, hier sind jetzt etwas tiefere Schlitze, da wird jetzt gleich das Wasser auch rausspritzen wie Sau. Aber trotzdem kommt noch Wasser unten hin, hoffe ich jetzt mal. Und dann versuchen wir das mal. Also Tipp von mir, nicht immer alles glauben, was im Internet rumgemacht wird. Ganz ehrlich, solange ihr hier Schlitze habt, braucht ihr da keinen Schwamm reinmachen. Ist voll für den Arsch, weil das Wasser schleudert oben raus. Ihr seid nass, alles andere, aber ja. Die Löcher, die sind furztrocken. Zum Thema seitlich fräsen, das werden wir jetzt probieren. Wir werden versuchen, diese Löcher zu verbinden, also was da dazwischen ist, wieder raus zu fräsen, so dass wir sozusagen ein Dreieck haben. Ob das funktioniert, sehen wir gleich.
Also, wie ihr gesehen habt, das funktioniert. Was ich euch gleich sage ist, lasst, was ich auch mit jeder Flexscheibe mache, Winkelschleiferscheibe, ich lasse die Scheibe arbeiten. Also ich drücke nicht wie ein Ochse und schrubb das Metall richtig runter, wenn ich vorrichte beim Wickschweißen. Ich lasse immer die Scheibe arbeiten, ist hier auch so, weil sonst wird die gleich warm. Sie hat kurz geglüht, dann bin ich wieder zurück mit dem Druck, also arbeiten lassen. Nicht wie ein Ochse drücken, sonst kann es auch mal leicht gefährlich werden. Ja, das sind jetzt 2 Tipps und was man sich noch bauen kann, wenn ihr jetzt Angst habt, ihr verrutscht, macht euch so ein Stück, einfach Holz, legt das auf und dann könnt ihr schön in die Ecke reinfahren, minimal kreisen und auch nach unten. Das heißt, ihr habt hier hinten eine Anlage, wo ihr nicht verrutschen könnt. Also nach vorne ja, aber wenn ihr leicht hier runterzieht, dann geht das auch. Also das ist kein Problem. Und für die, die jetzt wissen wollen, ob das Zeug auch was, also die Bohrkronen von Amboss, was in Feinsteinzeug reinbringt, versuchen wir jetzt auch. Was wir noch machen ist, ich habe Granit von meinem Vermieter bekommen und der im Übrigen demnächst die Werkbank klaut, dann muss ich wahrscheinlich, entweder kriege ich seine andere oder ich tue eine neue komplett bauen. Der hat mir noch ein Stück Granit gegeben und ich weiß zum Beispiel, dass Granit das härteste Gestein der Welt ist. Gehe ich jetzt mal davon aus. Also so habe ich es mitgekriegt im Fernseher. Ob der jetzt stimmt, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir auch gleich noch in Granit rein. Aber jetzt machen wir erst Feinsteinzeug, 2, 3 Löcher. Schauen wir mal, wie das so läuft. Fliese war 8 mm, Feinsteinzeug ist 10 mm. Also ich muss sagen, kann sich echt sehen lassen. Bei Granit, genauso wie Feinsteinzeug, die sind ja härter als Standardfliesen, gebe ich euch einen Tipp, ganz langsam, gemütlich. Ihr habt keinen Stress. Je schneller ihr versucht, nämlich hier durchzukommen, umso höher ist der Verschleiß. Also ihr müsst dem Bohrer, der Bohrkrone, wirklich die Zeit geben, sich von alleine da reinzuarbeiten, mit minimalem Druck. Nicht wie ein Ochse drücken, da kann auch dann was passieren, wenn du verhakst. Also einfach das Ding arbeiten lassen. Es steht auch auf der Verpackung drauf, zum Bohren von Fliesen, härtesten Steinzeug, Keramik, Granit, Steinplatten, Marmor und viel mehr. Also ja, ist jetzt nicht für jeden was von euch, weil das Ding kostet auch ein bisschen was. Aber ja, also mein Vermieter hat schon einige Löcher damit gebohrt und ich jetzt 4 Stück, 5 Stück. Ich kann euch das auch mal zeigen. Also hier, die hat er benutzt, die sieht richtig hergenommen aus, aber machen wir sie drauf und bohren mal. In Granit, mal gucken. Und so leicht gehen die auf. Und das ist jetzt ungefähr 1,5 Minuten her oder 2 Minuten und ich kann die, wo ich gerade eben benutzt habe, fest in der Hand halten. Noch gut warm, aber nicht schwer.
So, dann nehmen wir mal die gebrauchte. Mal gucken. Machen wir noch ein Loch rein, ne? Was ich jetzt noch dazwischen werfen muss, ist, ich habe wirklich Schiss gehabt, wo ich dann durch bin, weil ich Schiss hatte, dass sich das irgendwie verkantet oder sowas. Oder auch beim Bohren, Leute, das geht so easy durch, da braucht ihr irgendwie keinen Schiss haben, glaube ich. Also funktioniert hat es ja einwandfrei. Also ich muss sagen, echt, also mal Hut ab, die Dinger gehen echt gut. Also ich habe die jetzt so zum ersten Mal in meinem Leben benutzt, weil ich bin gerade durch. Also, ne? Es wird gar nicht so heiß, wie man denkt. Von daher, Tipp, top. Lösen lässt sich's auch leicht. Natürlich ist es jetzt nicht für X-Lok, ne? Also wer eine X-Lok Flex, einen X-Lok Winkelschleifer hat und dafür keinen Adapter, der braucht sich nicht wundern, warum er die Dinger nicht auf seine X-Lok Bosch Winkelschleifer Maschine draufkriegt. Zu empfehlen wäre auch, wenn ihr euch eine Drehzahl begrenzbare Maschine kauft, wo man einstellen kann, dann könnt ihr auch mit der Drehzahl runter, aber ich fand es jetzt nicht nötig, dass ich hier mit der Drehzahl runter müsst und die geht bis 11.000 Umdrehungen, meine 125er. Das ist auch die ganz kleine, weil die ist im Körper hier hinten dünner, heißt für meine kleinen Hände perfekter. Kommen wir zum Fazit, würde ich jetzt mal sagen. Also dadurch, dass mein Vermieter die ja auch schon benutzt hat und also in der Küche hier nebenan, ich weiß jetzt nicht mehr, sind es 24 oder 26 Steckdosen, davon sind 12 Stück in Fliesen im oberen Stockwerk und im Stockwerk darüber auch. Also ein Fliesengeiler, ein Steckdosengeiler. Er ist Elektrikermeister. Auf jeden Fall, in der neuen Wohnung sieht es nicht anders aus. Also er hat einige Löcher gebohrt und die Dinger sind immer noch gut. Habt ihr ja selber gesehen. Gewusst wie. Also wie ich es schon gesagt habe, nicht mit Druck arbeiten wie ein Irrer, sondern arbeiten lassen. Umso länger heben euch die Dinger. Auch wenn ihr schwanken tut, also kreisen beim Reinbohren oder bohren, das sind Bohrkronen. Je mehr ihr kreist, umso weniger habt ihr auf der gesamten Fläche Hitze. Ihr habt ja gesehen, wie ich die dann danach anfassen konnte. Natürlich nicht direkt danach, aber nach 1-2 Minuten sind die Dinger wieder so weit runtergekühlt gewesen, dass man sie anfassen konnte. Das entsteht halt, indem ihr kreist. Dadurch bringt ihr weniger Hitze auf die Gesamtfläche rein, nur punktuell. Und durch das Kreisen kriegt immer wieder mal nur eine Stelle Wärme ab. Heißt, ihr schont eure Bohrkronen und umso länger heben die. Anderes Bild. Steht die Kamera da drüben, funktioniert das Gehirn nicht mehr. Du bist so bescheuert. So bescheuert bist du. Ja, also durch das Kreisen habt ihr nicht durchgängig Feuer auf der ganzen Fläche, sondern nur punktuell sozusagen. Und dadurch kann sich das Ganze gar nicht so arg aufheizen, weil ihr durch die Eigenrotation, wo es ja hat, und die punktuelle Auflage kriegt es nur punktuell ja die Wärme ab und nicht auf der ganzen Fläche. Heißt, ihr spart euch wirklich Geld damit. Ist ein Tipp. Das könnt ihr bei Fleckscheiben natürlich nicht machen, aber bei jeglicher Art von Bohrkronen. Also die komplett so arbeiten. Mit dem Kernbohrgerät natürlich nicht. Das soll mir einer zeigen, wie er das an der Wand kreist, wenn er ein 350er Loch bohrt. Also 350 Zentimeter. Ein 350 Zentimeter
Lochwehr 3,50 Meter breit. So eine Bohrkrone habe ich noch nicht gesehen. Gibt's sowas? So Muldenkipperreifengröße. Manchmal kommt einer raus bei mir. Aber ja, auf jeden Fall genug gelabert jetzt. Ich verlinke euch alles in der Videobeschreibung. Kanal abonnieren, nicht vergessen und unbedingt die Glocke anmachen. Da werdet ihr dann benachrichtigt, wenn ein neues Video kommt. Und wer noch sich austoben will, einfach Videobeschreibung durchgehen oder auf der Webseite bastel-. Jetzt dachte ich habe es falsch, aber es war richtig. bastel-town.de, die Webseite. Da gibt's alles, was ich so an Werkzeug benutze und Videos noch. Also, dann bis zum nächsten Video und ich wünsche euch viel Spaß bei dem, was ihr macht. Schönen Restsonntag noch und